Pelargonien sind ein Klassiker im Balkonkasten, erst recht zusammen mit Weihrauch. Das ist so eine populäre Kombination, manche würden es sogar schon kitschig nennen. Aber wieso sind diese Pflanzen in den Kästen, am Balkon und am Fenster so fest verwurzelt? Steckt da vielleicht mehr dahinter, als dass sie ja ganz nett aussehen? Dem gehen wir in diesem Video auf die Spur. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns Pflanzen ganz genau anschauen. Und heute geht es um Pelargonien oder Geranien, wie sie in Deutschland auch umgangssprachlich heißen. Diese Pelargonien in unseren Balkonkästen, die gehören zum Genus Pelargonium und stammen ursprünglich aus Südafrika. Nicht verwechseln sollte man sie mit den Pflanzen, die ursprünglich aus Mitteleuropa kommen, aus dem Genus Geranium und auch Geranien heißen oder Storchenschnabel. Zwei verschiedene Genusse. Umgangssprachlich werden Pelargonien oft Geranien genannt in Deutschland, aber aus korrekten Gründen bleiben wir in diesem Video bei der Bezeichnung Pelargonien. Wieso finden wir die Pelargonien jetzt so oft in den Balkonkästen? Dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Einer ist bestimmt, dass Pelargonien so pflegeleicht sind und lange blühen, den ganzen Sommer lang und bis zum ersten Frost. Man hat mit Pelargonien also die ganze Zeit einen blühenden Balkonkasten, ohne dass man sich viel kümmern muss. Und es gibt noch einen weiteren Grund, denn Pelargonien produzieren Geraniol und andere Duftstoffe, die Mücken fernhalten. So hier sieht die Struktur vom Geraniol aus. Jeder kennt wohl den Geruch, denn es ist ein Hauptbestandteil in Zitronella und Rosenöl. Geraniol ist ein Monoterpen, also ein kleines Molekül, was sich über die Luft verbreiten kann. Sehr viele Duftstoffe, die wir von Pflanzen kennen, sind solche Monoterpene. Verschiedene Sorten von Pelargonien produzieren verschiedene Mischungen von Monoterpenen. Die sogenannten Duft- oder Rosenpelargonien produzieren besonders viel und werden auch angebaut, um Geraniol und andere Monoterpene für industrielle Zwecke zu produzieren. Die Duftpelargonien produzieren also am meisten Duftstoffe und halten am besten die Mücken fern. Es gibt so viele Pelargoniensorten, die man sich für seinen Kasten aussuchen kann. Manche wurden gezüchtet für ihre schönen Blüten oder Laubblätter und andere, weil sie so gut duften. Je nach chemischem Profil duften die Pflanzen unterschiedlich. Es gibt Sorten, die duften nach Rose, andere haben eher Noten von Minze, Zitrus, Ingwer, Muskat oder verschiedene Kombinationen davon. Diese Duftgeranie hier zum Beispiel, die duftet nach Cola. Wie findet ihr das? Die populäre Kombination Geranie und Weihrauch ist übrigens ein Superduo. Hier ist übrigens nicht der Weihrauch aus der Kirche gemeint, sondern Plectanthus colloides, auch bekannt als Elfenkraut oder Weihrauchnessel. Und genau wie die Pelargonien Terpene produzieren, die Mücken fernhalten, produziert der Weihrauch auch Stoffe, die Mücken und Motten fernhalten. Genau die richtige Pflanzenkombination also für die Fensterbank, um das Viehzeug fernzuhalten. Das war's für heute. Habt ihr Pelargonien auf dem Balkon oder am Fenster und sind da spannend duftende Sorten dabei? Dann schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Viele Pflanzen machen übrigens monoterpene Duftstoffe. Zum Beispiel Orangen und Weihnachtsbäume. Da könnt ihr hier nachschauen, wenn ihr mehr über Monoterpene, chemische Strukturen und Duftstoffe wissen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!